Hallo YouTube, mein Name ist Jürgen und ich bin der schamanische Berater der Regenbogengemeinschaft on Tour. Wir wissen, viele von euch, Freunde, Bekannte, Interessierte, warten seit Wochen, seit Monaten, dass sich die Regenbogengemeinschaft kundtut, wie ihre Zukunft aussieht, das heißt, worin sie ihre schöpferische Aufgabe sieht. Wie viele von euch wissen, haben wir 6 Jahre in Odrinci ein autarkes Leben gelebt. Letztes Jahr, 2020 im August, bekam ich persönlich in der Meditation die Information, dass wir Odrinci verlassen sollen, um eine Aufgabe für diese Welt zu übernehmen. Ich bin mehrere Tage mit dieser Information, wenn man so sagen will, schwanger gewesen, habe mich damit auseinandergesetzt und wollte es eigentlich nicht wahrhaben, unser geliebtes Odrinci aufzugeben. Nach mehreren Tagen, wo ich mich sicher wurde, dass es der richtige Weg ist, bin ich an die Gemeinschaft herangetreten und habe ihr das mitgeteilt. Und auch die Regenbogengemeinschaft hat sich ein paar Tage zurückgezogen und hat damit sich auseinandergesetzt, so dass wir am 21. August gemeinsam den Entschluss gefasst haben, Odrinci an Menschen weiterzugeben, die hoffentlich genauso mit Liebe im Herzen mit der Natur rund um Odrinci wirken und agieren, ihr Leben darin ausrichten. Für uns selber war damit der Entschluss gefallen, eine spirituelle Aufgabe anzunehmen, die darin bestand, Kraftplätze auf der Balkanhalbinsel neu zu aktivieren. Kraftplätze, wo anscheinend die Energie nicht so flossen, wie es von der Schöpfung vorgesehen ist. So haben wir etwa im August begonnen, an diesen Kraftplätzen energetisch zu arbeiten. Zum Teil haben wir an bestimmte Stellen, an bestimmte Erdmeridiane natürliche Dinge installiert oder besser gesagt vergraben, in der Regel Mineralien, unterschiedlichste natürliche Substanzen, die auf diese Kraftplätze einwirken sollten, um dort wieder die Energien fließen zu lassen, die Menschen benötigen, um sogenannte Geistesblitze zu erlangen, um inspiriert zu werden von schöpferischer Liebe, sich in diese Welt für diese oder jene Dinge gänzlich einzubringen. Als wir das einige Wochen gemacht haben, wurde aber uns klar, dass die Energien dort gar nicht so fließen, wie es eigentlich vorgesehen ist. Und die geistige Welt sagte uns ganz klar, wir wollten euch bewusst werden lassen, dass es tiefgreifendere Manipulationen an Erdmeridiane gibt und deshalb auf der ganzen Welt an den Kraftplätzen nicht die Energie fließt, die dort eigentlich von der Schöpfung vorgesehen ist, nicht die Energie fließt, die Menschen in der heutigen Zeit benötigen würden, um mit Mut, Hoffnung, Vertrauen, Kraft, Elan, sich für diese Schöpfung einzusetzen. Nach vielen Meditationen hin und her bekam dann von der geistigen Welt die Information, dass diese grundsätzlichen Manipulationen an den Meridianen verstärkt in den Ozeanen zu finden wäre.
Dort wären ganz gezielt seit langer Zeit bewusst Manipulationen durchgeführt worden, um die Kraftorte auf der ganzen Welt zu schwächern und damit den Menschen den Zugang zu der geistigen Welt zu nehmen und den Menschen von der schöpferischen Realität abzunabeln, bedeutet immer, dass Menschen in die Künstlichkeit verfallen, weil Menschen so gestrickt sind, sie wollen zu irgendetwas dazugehören. Wenn sie nicht zu ihrer schöpferischen Realität, zu dem Geistigen sich hingezogen fühlen, dann werden sie sich in dieser materiellen Welt materielle Dinge suchen, wo sie dazugehören wollen. Das sind unterschiedlichste Dinge, wo Menschen sich hingezogen fühlen und darüber aber den Zugang zu der geistigen Realität mehr oder weniger gänzlich verlieren. Ja nun, die Manipulationen in den Ozeanen, da habe ich mir auch gedacht, ja was soll ich, Landei, denn auf den Ozeanen ausrichten? Niemand von der Regenbogengemeinschaft hat irgendwelche Kenntnisse von der Seefahrt, von Ozeanen. Wie sollte das gehen? Stück für Stück kamen die Informationen, wie wir vorgehen könnten, wie wir vorgehen sollten, um unsere geistige Aufgabe denn tatsächlich auf ideale Weise zu lösen. So haben 2 Mitglieder der Regenbogengemeinschaft sich in einem offiziellen Kapitänskurs angemeldet und haben nach einigen Monaten von theoretischem Büffeln vor einer staatlichen Kommission ihre Prüfung abgelegt, so dass wir 2 Kapitäne in unserer Gemeinschaft haben, die berechtigt sind, ein Schiff führen zu können. Das war schon mal die Grundvoraussetzung. Dann haben wir mit der Jahreswende begonnen, nach einem Schiff zu suchen. Ja, die Regenbogengemeinschaft besteht zurzeit aus 28 Personen. Und niemand dieser 28 wollte sich die Gelegenheit entgehen lassen, bei diesem Abenteuer, bei dieser geistigen Aufgabe nicht anwesend zu sein. Und so musste ein Schiff her, wo 28 Personen vernünftig sich drauf leben können für eine längere Zeit, weil diese Expedition der Merdianer auf eine Zeit von 2 bis 4 Jahren ausgerichtet ist. So lange wird es dauern, die unterschiedlichsten Orte zu erreichen, um auf viele tausende Kilometer natürlichen Meridianen entsprechende Informationen, auch materielle Gegenstände abzulassen, um die Meridiane wieder zu aktivieren. Und ich spreche eben von natürlichen Meridianen und nicht die Längen- oder Breitengrade, die auch als Meridiane bezeichnet werden, sondern ich spreche von den natürlichen Meridiane, sehr ähnlich wie wir Menschen, die auf unserer Körperoberfläche auch haben. Und wenn ein Mensch in Disharmonie geraten ist, hat die traditionelle chinesische Medizin seit langem erforscht und erkundet, dass es diese Meridiane gibt und dass es auf den Meridianen bestimmte Punkte gibt, auf die man einwirken kann, zum Beispiel mit Akupunktur, um eine Harmonisierung im gesamten Organismus zu erreichen. Sehr ähnlich funktioniert das auch bei Mutter Erde. Mutter Erde hat ebenfalls Meridiane, die über den ganzen Globus verteilt sind und die hören halt nicht an einer Küste auf, sondern sie laufen weiter bis zur nächsten Küste. So fließen die Meridiane über alle Ozeane, um die Kontinente miteinander zu verbinden. Deshalb, wir müssten nicht unbedingt von einem Kontinent zum anderen, um auf der geistigen Ebene
Dinge von einem anderen Kontinenten zu erfahren, sondern wer an einem aktiven Kraftplatz sich irgendwo auf der Welt befindet, zum Beispiel in Europa, könnte bei intakten Meridianbahnen und intakten Kraftplätzen von Europa mit einem Kraftplatz in Australien Kontakt aufnehmen auf der geistigen Ebene und man könnte miteinander kommunizieren. So hatte die Schöpfung das eigentlich vorgesehen. Wir Menschen haben das alles ein bisschen auf den Kopf gestellt, haben Technik entwickelt, weil uns der Zugang zur geistigen Welt verloren gegangen ist und somit auch der Zugang auf der geistigen Ebene über Kontinente hinaus miteinander kommunizieren, sich austauschen zu können. Und so haben wir es als unsere Aufgabe angenommen, diese Meridianbahnen so gut wir können zu aktivieren, damit auf möglichst vielen Kraftplätzen auf der ganzen Welt die Energien wieder auf ideale Weise fließen und möglichst viele Menschen ihren persönlichen Zugang zu ihrer geistigen Welt, zu ihrer Geistigkeit, zu ihrer Seele, zu ihrem geistigen Vorbild finden können, um darüber Mut, Kraft zu entwickeln, sich in dieser, ja, ich sag mal, wahnsinnigen Welt, die so ziemlich auf dem Kopf steht, zu bewähren. So zu bewähren, dass man seine persönliche schöpferische Liebe in Demut, aber aufrichtig lebt und sich nicht von wem auch immer beugen lässt. Weil nur wenn wir aufrecht, aber in Demut, mit Wissen vor die Größe des geistigen Hintergrunds, der geistigen Realität, in diesem Welt zu wirken und zu agieren. Und das ist, was die Regenbogengemeinschaft möchte. Wir unternehmen diese Reise nicht in dem Sinne, weil wir abenteuerlustig sind. Auch nicht, weil uns diese Erdenwelt zuwider ist. Wir, ich ganz persönlich, habe das Fleckchen Odrinze geliebt und war der festen Überzeugung, dort in irgendeiner absehbaren Zeit einen Schaukelstuhl aufzustellen und etwas ruhiger das ganze Leben verstreichen zu lassen wie in den letzten 20 Jahren, wo ich mich als schamanischer Berater in dieser Welt engagiere und all den Menschen zur Seite gestanden habe, die darum respektvoll gebeten haben. Die mich wirklich schon seit längerem kennen, wissen, dass ich mich von dieser persönlichen Beratung distanziert habe, schon seit einigen Jahren, und das nur in Ausnahmefällen noch gemacht habe, aber dass ich auf der anderen Seite in den letzten Jahren mich immer mehr um globale energetische Probleme bemüht habe, um sie zu lösen, um damit beizutragen, etwas positiv zu verändern. Und jetzt scheint es so zu sein, dass die Regenbogengemeinschaft an ganz wesentlichen Dingen mitwirken soll, etwas zum Positiven zu verändern. Aus diesem Grund haben wir denn ein Schiff gefunden, die Stahlratte. Ein Stahlschiff, 1903 in Rotterdam gebaut, als Fischerschiff, als Segelschiff, die in den ganzen knapp 120 Jahren so manches erlebt und erfahren hat. Sie ist vom Segelschiff umgebaut worden zum Motorschiff. Sie ist in der Mitte durchgeschnitten worden und sie ist verlängert worden. Sie ist vor rund 30 Jahren von Privatpersonen aufgekauft worden in Norwegen. Und sie ist sowas wie eine schwimmende Jugendherberge gewesen, wo Menschen versucht haben, auf den Ozeanen ihr Glück zu finden, sich selbst vielleicht zu finden.
Es gab einen Segelverein, der dieses Schiff seit Jahrzehnten innehatte und wir dieses Schiff von diesem Segelverein übernommen haben. Dieser alte Segelverein hat sich aufgelöst und wir haben einen neuen Segelverein gegründet, der aus 28 Regenbogenmitgliedern besteht. Und so sind wir mit 28 Personen als Vereinsmitglied Eigentümer der Stahlratte geworden. Dieses Schiff sollte uns Ende Mai, Anfang Juni in Spanien, in Galicien übergeben werden, weil dieses Schiff in den circa letzten 20 Jahren sich vornehmlich in der Karibik aufgehalten hat. Und so hat die Stahlratte auf ihrer letzten Fahrt von der Karibik nach Europa eine Gruppe von Indianern mitgebracht, die für ihre Rechte in Europa eintreten möchten. Und so konnten wir Anfang Juni die Stahlratte übernehmen und haben angefangen, sie zu renovieren. Wir sind zunächst davon ausgegangen, es handelt sich um einfache Renovierungsarbeiten. Etwas Farbe, etwas Holz, etwas Politur hier und da. Aber bei diesen Maßnahmen hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass das Schiff denn doch in leider einem viel schlechteren Zustand ist, wie wir da angenommen haben. Bei Sandstrahlarbeiten stellte sich fest, dass der Rumpf des Schiffes unterhalb des Wassers an vielen Stellen nicht mehr die Stabilität aufweist, die es haben sollte. Und so war klar, nach Informationen von Fachleuten, dass dieses Schiff ins Trockendock muss. Und so sind wir von einer Werft, die kein Trockendock besaß, in eine andere Werft gewechselt mit Trockendock, haben das Schiff dort aus dem Wasser gezogen und haben angefangen zu analysieren. Und dabei stellte sich heraus, dass wir an dem gesamten Schiff etwas mehr wie 25 Quadratmeter Stahlwandung erneuern mussten. Das ist leider ein extremer Kostenaufwand, mit dem wir nicht gerechnet hatten. So leben ein Großteil oder der größte Teil der Regenbogengemeinschaft, nämlich 18 Personen, seit über 4 Wochen auf der Stahlratte, die sich im Trockendock in einer Werft befindet. Das ist schon ein Ausnahmezustand. In einer Werft zu leben, mit sehr viel Lärm, mit sehr viel Staub und Schmutz, mit wenig Natürlichkeit. Aber dennoch haben wir 18 uns dem ausgesetzt, weil wir wollten, dass das Schiff so schnell wie möglich wieder seefähig gemacht wird. Die 6 Kinder der Regenbogengemeinschaft mit 4 Erwachsenen als Begleitung befinden sich seit 4,5 Wochen auf einem naheliegenden Campingplatz, um diesen Stress in einer Werft nicht ausgesetzt zu sein. Wir hoffen selber in den nächsten Tagen diese Grundinstandsetzung des Rumpfes abschließen zu können, um dann die restlichen Renovierungsarbeiten durchzuführen, damit das See gänzlich seetauglich wird. Ja, die Kosten, dieses Schiff instand zu setzen, um eine Meridian-Expedition durchführen zu können, sind leider gewaltig gestiegen. Und von daher fordern wir all die Menschen auf, die sich dazu in der Lage befinden, die das möchten, die das nachvollziehen können, was diese Expedition nicht für die Regenbogengemeinschaft, sondern für die ganze Menschheit bedeuten könnte, uns finanziell zu unterstützen. Sowohl mit Bargeld als wie mit Sachspenden. Es gibt diese oder jene Dinge, die wir auch noch benötigen, weil diese Reise wohl 2, 3, 4 Jahre anhalten wird. Wir haben einen kompletten Satz Segel.
Aber diese Segel werden sehr wahrscheinlich nicht 4 Jahre lang halten. Und wir wissen nicht, wo wir uns befinden werden, wenn dieser Satz Segel, ja, wenn man so will, den Geist aufgibt. Von daher hätten wir ganz gerne einen Satz von Europa auf Reserve mitgenommen, um gewappnet zu sein. Und so gibt es diese und jene Dinge, auch alternative Energien, die wir selber entstehen lassen wollen, die wir benötigen, weil wir eben dieses Schiff nach Möglichkeit nicht mit einem Generator betreiben wollen, aber es einfach gewisse Dinge gibt, wo man Elektrizität für benötigt. Zum Beispiel eine Trinkwasseranlage, eine Entsalzungsanlage, eine Osmoseanlage, womit wir unser Trinkwasser zu jeder Zeit täglich selber herstellen können, um eine gewisse Autarkität zu erlangen. Und so gibt es diese und jene Dinge, die wir eigentlich benötigen, wo uns aber jetzt so ein Stückchen das Geld zu fehlt. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass es da draußen Menschen gibt, die uns vielleicht schon länger beobachten und denen bewusst geworden ist, dass wir keine Hängematten-Jongleure sind, sondern dass wir in den letzten Jahren, seit wir bestehen als Gemeinschaft, immer mit unseren Händen gearbeitet haben an vorderster Front, um uns für diese Welt, ja für die Menschheit einzusetzen. Und so glauben wir, dass nach dem Resonanzprinzip da etwas von zurückkommt, was wir in den letzten 15 Jahren gegeben haben. Deshalb bitte ich jeden Einzelnen, der dazu in der Lage ist, der unsere Inspirationen, unsere Expedition unterstützen möchte und kann, dass er dies auch tut. Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Wir haben dazu einen Link, wir haben dazu eine Homepage, speziell für die Stahlratte. Es gibt aber auch die Sperebo-Seite. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man an uns herankommt, wie man uns kontaktieren kann und Möglichkeiten, wie man uns unterstützt. Mit materiellen Dingen, materiellen Spenden oder eben auch Geldspenden. Diese Expedition, die wir durchführen, mit der Aktivierung von den Meridianbahnen und somit die Aktivierung der Kraftplätze, hat einen ganz besonderen Anlass. Und zwar sollen Menschen sich zu Noahs entwickeln. Aber das ist wieder ein ganz neues Thema. Dazu werde ich in einem folgenden Video ausführlich Stellung nehmen, was diese These, diese Idee des Noahs mit sich bringt. Und vielleicht ist auch das etwas für den einen oder anderen, um bestimmte Dinge in dieser Welt besser verstehen und begreifen zu können. Die Erklärung mit den Noahs und den Adams. Für heute verabschiede ich mich und sage ciao, ciao. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Lasst euch nicht unterkriegen in dieser verrückten Welt. Wir werden von jetzt an wieder intensiv und regelmäßig von uns kundtun über YouTube, über unsere beiden Homepages, um wir also die Menschen auf dem Laufenden zu halten, wo wir gerade stecken, wie wir welche Probleme vielleicht gerade am Lösen sind. Und so werden wir in den nächsten Wochen hier von Galicien, von der spanischen Atlantikküste an aufbrechen, um an der portugiesischen Küste entlang, Madeira, Kanaren, Kap Verde, und dann wir also den Barfußroute etwa im November, wenn das Wetter es erlaubt, wo die ideale Zeit ist, zu den zu segeln, um dort mit bestimmten Manipulationen uns auseinanderzusetzen, um irgendwann von der Karibik nach Ozeanien über den Panamakanal weiter zu segeln, um dort die ein oder andere
Manipulation aufzulösen. Ein anderes Vorhaben ist, auf diesem Weg möchten wir über all das, über all die Realität auf unserem Weg berichten. Ganz gleich, was es sein mag. Ob es sich um Delfine, Wale, Meeresschildkröten, Menschen handelt. Aber vielleicht auch Plastikinseln, die dort irgendwo im Ozean uns begegnen werden. Wir möchten all das, was Realität ist, 1:1 euch mit berichten und euch auf dem Laufenden halten, welche Dinge wir erleben und erfahren. Und so wie also könnt ihr, wenn ihr diesen Kanal abonniert, ständig auf dem Laufenden sein über die neuesten Videoclips, die wir machen werden und die neuesten Entdeckungen. Von daher, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der schamanische Berater der Regenbogengemeinschaft on Tour.